Perfekt passend zum H0-Modell des Chemparks Dormagen aus dem letzten Video ist sie gerade erschienen. Die Diesellok MAG G800BB von Jägerndorfer in der Ausführung als Chemion 04 des lokalen Dienstleisters im Chempark Dormagen, der Chemion Logistik GmbH. Nach einigen Informationen zum Vorbild der dieselhydraulischen Rangierlokomotive wird das brandneue Modell inklusive der Soundfunktionen vorgestellt. Bereits im Planungsvideo zum Chempark Dormagen hatte ich gezeigt, dass die Logistik ein wichtiger Bestandteil von chemischen Produktionsanlagen ist. Mit dem Schiff oder mit Kesselwagen und Tankcontainern über Schiene und Straße gelangen die Ausgangsstoffe in die Produktionsanlagen und die Produkte zum Kunden. Chemion ist Teil der Currenta-Gruppe und im Jahr 2001 aus dem Bereich Zentrale Logistik der Bayer AG entstanden. Unter anderem im Chempark Dormagen bietet Chemion Bahnlogistik an. Dazu werden diese Loks der Typen MAK G1206 und G800BB sowie Hybridloks des Typs Alstom Prima H3 eingesetzt. Die Abkürzung MAK geht zurück auf die 1948 gegründete Firma Maschinenbau Kiel. Nach verschiedenen Eigentümerwechseln wurde der Lokbau ab Oktober 1998 von der Vossloh AG weitergeführt. Seit 2020 gehört Vossloh der chinesischen CRRC-Gruppe. In 3 kurzen Videos habe ich bereits vor ca. 5 Jahren einige MAK-Loks vorgestellt. Darunter war auch das Märklin-Modell der MAK G800BB. Vossloh hat in den Jahren 2000 bis 2004 für die ÖBB die Lok der Reihe 2070 gebaut, die im deutschen Fahrzeugregister die Bezeichnung Baureihe 1278 trägt. Neben 90 Loks für die ÖBB wurden 6 Exemplare mit der Bezeichnung MAG G800BB gebaut. Um diese 6 Loks geht es jetzt, von denen Jägerndorfer 3 als H0-Modell nachgebildet hat. Genauer betrachten werde ich in diesem Video die Lok in der Chemion-Lackierung. In der Tabelle habe ich die Daten aller 6 MAK G800 Loks zusammengestellt. Alle 6 Loks waren bei Chemion im Einsatz und dort mit der Bezeichnung 01 bis 06 durchnummeriert. Die längste Einsatzzeit fällt dabei auf die Lok mit der Bezeichnung Chemion 04, die jetzt von Jägerndorfer als H0-Modell nachgebildet wurde. Auch im Chempark Dormagen kam die G800BB zum Einsatz. Hier zu sehen Chemion 03. Erst vor wenigen Tagen hat der österreichische Anbieter Jägerndorfer die Druckvariante der ÖBB-Reihe 2070 als MAK G800 Chemion 04 zur Auslieferung gebracht. Das Modell im Metallgehäuse bringt bei 16,3 cm Länge 278 Gramm auf die Waage und ist in der AC-Variante MFX-kompatibel. Sie meldet sich also an Märklin Digitalzentralen mit allen Funktionen an. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die AC-Sound-Version sind stolze 457 €. Eine Pufferung des eingebauten ESO-Log Sound 5 Decoders konnte ich nicht feststellen, was bei der kurzen Schleiferlänge und nicht blank geputzten Schienen durchaus zu Fahrproblemen führen kann. Die Bedruckung ist aufwendig und klar lesbar. Die Gestaltung der Drehgestelle ist ans Vorbild angelehnt und detailliert ausgeführt. Die umlaufenden Gitter sind leider aus Kunststoff und werden bereits bei geringer Belastung herausgedrückt. Das Modell erscheint mir insgesamt etwas empfindlich, denn auch mit dem Schleifer hatte ich schon Probleme und habe bei Jägerndorfer Ersatz angefragt. Die Rückmeldung zu einer kostenlosen Zusendung kam erfreulicherweise prompt. Sehr gut gefällt mir dagegen die Ausgestaltung des Führerstands und insbesondere die Instrumentenbeleuchtung. Das Fahrverhalten beim Anfahren und Abbremsen ist überzeugend. Insgesamt ist es ein sehr schönes Modell, das perfekt in meinen Chempark Dormagen passt. Kommen wir noch zu den Soundfunktionen. In den nächsten 1,5 Minuten habe ich ein Potpourri der verschiedenen Geräusche zusammengestellt. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und bis bald.